Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Wie ihr seht, bin ich heute wieder auf der Hohen See, hier auf einem Boot. Ein bisschen gucken, dass das Licht sich wieder umstellt auf der Kamera. Aber die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind natürlich Discover Airlines. Die sind unhappy, dass es einen Streikaufruf gibt. Die UFO ist happy, dass es einen Streikaufruf gibt, weil sie sagen, sie können sonst nicht ihre Forderung durchsetzen. Und wir haben einen Golden Shower Incident, diesmal auf Frontier Airlines. Der Passagier hat $75 bekommen. Der Fall ist aber jetzt nicht so wie der Fall von diesem, ich glaube, NFL-Dude, die das war. Und auch mit den indischen Fällen nicht vergleichbar. Da müssen wir mal sprechen, inwieweit es Kompensation geben sollte. Und ob die $75 nicht eher eine Respektlosigkeit darstellen, ein Insult sind, wie man im Englischen sagt. Und wir haben als letztes Thema, habe ich noch eins. Ich habe noch eins, ja, und zwar Angebot im Winter wird weniger. Die Flughafenbetreiber sagen, da gibt es ein Problem. Und diese 4 Themen werden wir jetzt besprechen, nachdem ihr den Kanal nicht nur abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, sondern auch einfach kommentiert habt. Ihr seht ja, wie das hier auf dem Schiff läuft. Das ist übrigens auch das Schiff, mit dem wir fahren werden, wenn ihr zur Helsinki-Eventveranstaltung kommt im Dezember. Da wird es etwas unruhiger sein als jetzt. Es wackelt schon ein bisschen. Aber wer wird denn so leicht seekrank, oder? Also das Event in Helsinki relativ top und vor allem mit der Bootsfahrt hier in der Business Lounge. Ich bin hier in der Telefonkabine, damit ich das für euch aufnehmen kann, die ich übrigens sehr hübsch finde, weil sie halt wirklich mit Kabine, mit Fenster ist. Ne? Es gibt auch eine andere noch, die ohne Fenster ist, die mag ich nicht so. Jetzt lasst uns nach 2 Minuten 6 anfangen mit Discover Airlines. Und da gab es gestern eine Nachricht, während wir ja die Sendung aufgenommen hatten mit Lala Talk oder wie wir es auch immer nennen wollen, dass die UFO streiken möchte und sich das auch nicht bieten lassen möchte, was die Verdi dort bietet und vor allem auch, was die Lufthansa dort bietet, beziehungsweise Discover. Wichtig ist an dieser Stelle, dass man hier sagen muss, dass die Gewerkschaftenvereinigung Cockpit und die Gewerkschaft UFO für die Kabine durchaus ja schon länger Beef haben mit den Freunden von der Hansa oder Discover Ocean, egal wie er es nennt, ist ja eine Mischpoke, ist ja Lufthansa Group und da wird ja nichts gemacht, was nicht von oben abgesegnet ist. Auf jeden Fall ist es so, der Konflikt ist halt der, dass die Verdi einen Vertrag gemacht hat, den die Freunde von der VC, aber auch von der UFO verhandelt haben, vorverhandelt zumindest, und die wollen sich ins gemachte Nest setzen. Und es geht dann auch weiter, dass hier auch Sachen gefallen sind, dass die Gewerkschaften relativ irritiert sind darüber und zu Recht, muss man ehrlicherweise sagen. Und zwar ist es so, dass es dort eine Aussage gibt von Harry Jäger, das ist der Tarifexperte von der UFO, der hat gesagt, dass die Gegenseite gesagt hat, Folgendes, festhalten, Freundinnen, wer nicht mitmacht, wird schneller gekündigt. Die Arbeitgeberseite lässt uns leider keine andere Wahl als den Arbeitskampf. Und die Verdi hat auch für die eigenen Mitglieder einen besseren Schutz herausgearbeitet. Das ist natürlich etwas, was auf der anderen Seite auch nicht so optimal ist. Das heißt also, dass wenn man nicht in der Verdi drin ist, was die Verdi ja auch wachsen lässt, heißt also, dass die Verdi da ganz klar auch Wettbewerb ist und die Leute dann abzieht. Interessant wird es auch werden, wer dann wirklich dort am Ende die Nase vorne hat, wer also mehr Hühner zählen kann, um es mal ein bisschen ketzerisch zu formulieren, weil danach richtet sich ja auch, wer die Veranstaltung gewinnt. Also das heißt, wer die maßgebliche Gewerkschaft ist. Hier gibt es natürlich auch dann von den Freunden der Lufthansa oder Discover Airlines, die sagen natürlich dann, naja, also wir haben ja das Hausrecht und wir sagen halt einfach, wer da was macht. Und so ist das dann auch gekommen, dass man halt hier in dem Arbeitskampf logischerweise auch hartere Bandagen bei der Lufthansa anzieht. Ihr merkt ja auch selber, wenn da solche Sprüche kommen, wie ich euch eben zitiert habe.
Und ja, die Discover Airlines sagen natürlich Folgendes: Wir verurteilen den Streikaufruf der beiden Gewerkschaften UFO und VC aufs Schärfste. Und es wäre völlig unverantwortlich, die Beschäftigten in der Hauptreisezeit zu einem 4-tägigen Streik aufzurufen. Und damit ist die Zeit nämlich auch klar, von Dienstag bis Freitag, hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Also hier sieht ja ganz klipp und klar, wo der Hase rennt. Die einseitige Eskalation der Spartengewerkschaft seit Bekanntgabe des Tarifabschlusses mit der Verdi sowie Streikaufruf zeigen sehr deutlich, dass es hier nicht um die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Discover Airlines geht. UFO und VC machen die Passagiere zu Leidtragenden ihrer politischen Agenda. Und was für uns als Passagiere natürlich das Wichtigste ist, ist an dieser Stelle das, was an Flügen ausfällt und was es da an Lösungen gibt. Auf jeden Fall ist es so, dass von Dienstag bis Freitag, also dem 27. bis zum 30. August, der Streik andauern soll. Betroffen sind alle Abflüge aus Deutschland. Und die 2021 gegründete Verweisgleise kleine Discover Airlines hat ja übrigens auch nur 27 Flugzeuge von München und Frankfurt. Die fliegen europäische Ziele an, aber auch nach Übersee, wie das so schön heißt. Und die Forderungen von UFO und VC weichen kaum voneinander ab. Die gesperrten Gewerkschaften wollen aber eigene Tarifwerke durchsetzen oder Tarifwerke durchsetzen. Und das ist genau das. Es geht hier halt um die Macht der Gewerkschaften. Ob es jetzt die Verdi ist, die halt eigentlich ein Konglomerat ist aus allem, was so weit rein nicht auf dem Baum ist. Oder ob es wirklich diese Sparten oder spezialisierten Gewerkschaften sind, die das Sagen haben werden. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, weil es für uns ja auch gerade als Passagiere durchaus, ja, ich sage jetzt mal nicht gerade angenehm ist, wenn wir das Opfer sind. Und daran sieht man halt, wie viel Politik da ist und wie viel da, ja, eher Topfschlagen ist, um es mal so provokativ zu formulieren, und was da am Ende übrig bleibt. Also ich bin mal gespannt, was da kommt, und ihr könnt ja unten rege kommentieren. Wir haben auch eine Frage des Tages, aber die Frage des Tages kommt erst bei der nächsten Thematik, und das ist die Luftfahrtbranche, die halt wirklich davon ausgeht, dass es im Winter weniger Flugverbindungen, Flugangebot damit aus Deutschland gibt. Und diese Korrektur im Winter wurde vielleicht auch eingeleitet von der Ryanair, die ja auch gesagt hat, dass sie da abzieht. Die Lufthansa, die 380er ab München auch nicht mehr so einsetzen möchte. Heißt also, da die Flotte reduziert. Und die überholten Standortkosten werden uns im kommenden Winterflugplan 4 Millionen Sitzplätze kosten. Und das sagte Joachim Lang, das ist der Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft BDL. Also sieht man daran, dass die Gebühren ab Deutschland zu hoch sind in deren Augen, und das der Grund ist, warum man in Deutschland nicht so viel Nachfrage hat. Ja, Ryanair, weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt sagen kann, das ist ein Geschenk oder nicht. Aber für uns ist es halt wirklich immer das Thema, wenn es keinen Wettbewerb gibt, gibt es halt höhere Preise. Und das ist halt ein Riesenproblem. Wenn man sich die Kommentare auch unter den Beiträgen anguckt, ist das natürlich lustig. Einer sagt, Cosmo B, jeder nicht durchgeführte Ryanair-Flug ist ein Erfolg. Die braucht man so wenig wie Hochwasser. Okay, und ein Zusatz vom Kollegen Captain 737, bis auf Osteuropa, was dort üblich ist, gar bei LOT, hat Ryanair nur noch direkt angestellte Piloten. Also das heißt, er weist nochmal darauf hin, dass es da doch durchaus wieder zivilisierter zugeht. Und laut Vereinigung Cockpit etwa die Hälfte von Lufthansa-Piloten, Boden und Kabinen noch schlechter bezahlt werden. Hinzu kommen scheinselbstständigen Verträge, vor allem im europäischen Ausland, und auf die ungenannte Summe kommen die Angestellten nur mit jeder Menge flexibler Lohnanteile. Heißt also, da gibt es zwei Bereiche. Einmal den Bereich, dass die Leute sagen, das ist gar nicht mehr so schlimm bei Ryanair, dass die da halt wirklich auf Kosten der Kabine oder des Cockpits vor allem, die ja quasi Selbstständige sind, Scheinselbstständige, weil sie ja nur einen Arbeitgeber haben, und damit sollte man das dann ja auch vielleicht dann hinnehmen und sagen, ja, Ryanair ist vielleicht doch besser als ich rufe. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr davon haltet. Und wichtig ist halt wirklich, dass halt für unser Sitzplatzangebot um 4 Millionen Sitze anscheinend weniger im Winter ist. Und Deutschland hängt halt danach. Und ob das wirklich an den Gebühren liegt, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also wenn ich fliegen will, dann sind mir die Gebühren eigentlich egal. Mir kommt es auf den Flugpreis an, um ganz genau zu sein. Aber auch hier ist es natürlich so, dass wenn man auf Ryanair im niedrigen Preisniveau die Preise sieht, ist das natürlich eine Auswirkung.
im Vergleich zu anderen Tickets. Da sind halt mal 50 € hier oder da, fällt nicht auf, aber wenn das Ticket nur 30 € kostet und jetzt auf einmal wesentlich mehr, ist das natürlich ein Unterschied, prozentual gesehen. Aber auch hier, ja, könnt ihr sagen, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Ob billig Fliegen als Ryanair nicht mehr sein sollte, dass man es wieder quasi nicht mehr für die, dass also nur noch Reiche fliegen können, um es ein bisschen provokativ zu formulieren. Deshalb die Frage des Tages zu dem Thema. Rechnet ihr mit weniger Flugangebot im Winter von deutschen Flughäfen? Ist das etwas, was wirklich passiert, oder ist das etwas, oh geil, die Kamera geht mit, ist das etwas, was ihr, oh, geil, Funktion wieder entdeckt? Also auf jeden Fall, ist das etwas, was ihr auch befürchtet, oder ist das etwas, was einfach nur genutzt wird, um die Preise hochzuhalten, künstlich, und damit halt die Rendite zu steigern? Einer hat ja auch unter den Kommentaren gestern geschrieben, oder vorgestern unter den 380er, dass das wohl keinen Sinn macht, dass man trotzdem die Zinsbelastung für die Flieger und alles zahlt und sie dann einfach nicht benutzt. Das ist natürlich dann komplett Banane. Also da von euch die Kommentare. Das letzte Thema, das ist etwas unappetitlich, und da gibt es auch so eine Art Trigger Warning, die muss ich euch einfach geben. Denn hier ist es so, da ist einem Passagier ein Malheur passiert. Ich nenne es jetzt einfach mal Golden Shower. Und der Passagier hat das Pech gehabt, dass der Passagier vor ihm einen Unfall hatte und sich eingenässt hat und die Golden Shower dann über seine Schuhe gegangen sind. Die Schuhe sind irgendwelche $120 Hokas, whatever it means. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ihr könnt ja schreiben, wenn ihr wisst, was Hokas sind. H-O-K-A-S. Und das war während eines Fluges, als er die Augen geschlossen hatte, die Kopfhörer an und nicht wusste, was um sich herum passiert, weil er outgezoned war. Er hatte auch da natürlich sich gewundert, warum es an den Füßen ein bisschen anders wurde, und dann ist er langsam wach geworden davon, oder ausgedöst hat dann geschaut und hat dann gesehen, was da passiert ist, dass das auf sein Bein und auf seinen Schuh halt Urin geregnet hat. Die Flugbegleiterin hat ihn dann auf diesem Frontier-Flug, und es steht leider nicht da, welche Strecke das war und wie lange da wirklich mit den eingenässten Schuhen war. Auf jeden Fall wurde er von der Crew gebeten, auf die Toilette zu gehen, sich dazu herzurichten, zu waschen und was auch immer. Ich denke mal, dass der Vordermann hat ja auch wahrscheinlich da, war auch nicht eklig. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die gesagt, dass er da warten sollte, und am Arrival Gate nach Ankunft, dass da jemand kommt von der Fluggesellschaft und ihn kompensiert. Und die Kompensationen sind dann $75 gewesen für einen Flug. Und der Kollege hat halt gesagt, festhalten, nachdem er gesagt hat, dass er Empathie wollte als Passagier, er wollte auch einen Refund, also er wollte den Flug erstattet haben, und er wollte Meilen nochmal on top haben, also das ganze Programm, was wir als Meilen- und Vielflieger so als feuchten Traum immer wieder haben, wenn wir fliegen und machen und tun. Ja, aber da hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil der Kollege, der ihn da von Frontier abgearbeitet hat ihm Folgendes gesagt, und ich zitiere: I'm not the one who pissed on you. What do you want me to compensate? Also, für alle, die es nicht verstanden haben, ich bin nicht der dich angepinkelt hat. Was willst du kompensiert haben? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, es stimmt. Also ich hätte das jetzt nicht so ausgedrückt, und ich hätte das jetzt auch nicht so verbal erotisch darüber gebracht. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die Fluggesellschaft ist nicht schuld. Also das ist, sorry, aber ich sag mal so, wenn die Flugbegleiterin, wenn sie einen Service macht und euch Kaffee oder irgendwas anderes über eure Sachen schüttet, dass das kompensiert muss, klar. Aber andere Passagiere, da muss der Passagier haften, der Vordermann in dem Fall. Und mich wundert auch, wo der geblieben ist. Weil wäre das wahrscheinlich hochnotpeinlich, wenn mir sowas Ähnliches passiert wäre oder was anderes in der Richtung passiert wäre. Da ich gesagt, komm, ich bezahle das. Und ich bin mal interessant, was da halt im Kopf vorgeht von so einem Passagier, der da angepinkelt wird. Also ich wäre auch angesickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wäre angepisst. Wortspiel war hier bewusst gewählt. Und die Frage ist natürlich wirklich, ist es die Fluggesellschaft schuld?
das ist so, was mir im Kopf nicht vorgeht. Und ähm, natürlich ist das nicht das, was man als Erlebnis bei einer Fluggesellschaft haben will, wenn man von A nach B fliegt. Aber da kannst du auch die Fluggesellschaft nicht für schuldig bekennen lassen. Und da fallen mir keine Worte ein. Und deshalb richte ich das Ganze an euch und sage euch ganz klipp und klar, wie es ist in meinen Augen. Ich glaube nicht, dass da die Fluggesellschaft irgendwas machen sollte. Die können sich entschuldigen, aber für was? Sie sind ja nicht schuld. Und deshalb haben wir die zweite Frage dazu natürlich. Ähm, Warum sollte die Fluggesellschaft diesen Golden Shower-Fall kompensieren? Und da rechne ich mit euren Antworten, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt und wie ihr das Ganze seht. Inwieweit es da wirklich von der Fluggesellschaft irgendeine Pflicht zur Kompensation gibt. Und ich mache hier meine Bootsreise jetzt einfach zu Ende und schneide für euch das Video. Aber diese Frage des Tages, die beschäftigen mich wirklich. Und deshalb wiederhole ich sie beide nochmal. Und denkt dran, ihr könnt mit dieser Bootsfahrt mitkommen, wenn ihr nach Helsinki kommt zum Event. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr natürlich da schreiben sollt, ob das zu Recht eine Forderung ist von dem Passagier an die Fluggesellschaft, dass man ihn kompensiert. Und da wäre ich mal wirklich auf eure Antworten gespannt. Auch die erste Frage solltet ihr nicht vergessen, und zwar rechnet ihr damit, dass wir weniger Flugangebot haben im Winter wegen der Luftverkehrssteuererhöhung. 4 Millionen Sitze weniger, das ist schon harter Tobak, wenn man das mal ausrechnet. Klingt 4 Millionen natürlich viel, wenn wir das durch die Tage teilen, dann relativiert sich das relativ schnell, aber wir sehen das ja alleine an den 380ern zum Beispiel von Hansens, die halt da geparkt werden. Ich will euch entlasten, natürlich wie immer mit den warmen Worten, dass ihr den Kanal natürlich abonnieren sollt, die Glocke anmacht, den Like und unten kommentieren, Kanalmitgliedschaft und ich gebe euch dafür den Abspann und ihr seht schon, dass wir mit dem Abspann, deshalb muss ich jetzt einmal hier auf Ausdrücken und ich gebe euch den Abspann mit Seeblick und gehen wir ein bisschen zurück. So ist doch hübsch. Oder wollen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen? So, dann habt ihr nämlich die Strebe nicht. Dafür habt ihr die andere Strebe. Also insofern, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis morgen wieder in Alter und in Frische bei der nächsten Frequent Traveler TV Show und kommentiert fleißig.